Hallo liebe Handarbeitsfreunde, mit dieser Anleitung könnt ihr diesen topmodischen Fledermaus-Poncho in 2 Versionen häkeln. Die kurze Version passt wunderbar über ein Kleid, die längere Version lässt sich wunderbar zu Hosen kombinieren. Ich habe den Poncho als Raglan von oben aus einem einzigen Bobbel gehäkelt, wodurch dieser tolle Farbverlauf zustande kommt. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Bobbel verwendet, erhaltet ihr ein völlig anderes individuelles Farbenspiel. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Achtet dabei auf die unterschiedlichen Angaben für die kurze bzw. die lange Version. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verwende einen einzigen Bobbel mit sanftem Farbverlauf. Ich verarbeite den Bobbel kontinuierlich von hell nach dunkel in der im Video gezeigten Arbeitsreihenfolge. Bei Verwendung mehrerer Bobbel entsteht ein völlig anderes individuelles Farbenspiel. Ich beginne von innen nach außen. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3,5 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 4 mm um. Wir häkeln zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag, Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Die Kette muss ungefähr 70 cm lang sein und die Maschenzahl muss durch 8 teilbar sein. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ca. 70 cm lang. Ich habe 120 Maschen angeschlagen. Sehr wichtig, die Maschenzahl muss durch 8 teilbar sein. Jetzt geben wir die Kette oben zusammen
und schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel 4 mm um. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche, eine feste Masche in denselben Maschenkopf, wo die Luftmasche herauskommt, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist unser Ersatzstäbchen und wir häkeln in denselben Maschenkopf, wo dieses Stäbchen herauskommt, noch ein Stäbchen. Das ist eine halbe Ecke. Und jetzt markieren wir uns die anderen 3 Ecken. Wir brauchen insgesamt 4 Ecken und dazu nehmt ihr die Maschenzahl, die ihr angeschlagen habt, und dividiert sie durch 4. Bei mir bei 120 Maschen geteilt durch 4 ergibt das 30 und das bedeutet, ich muss 29 Maschen zählen und in jede 30. Masche gebe ich mir einen Maschenmarkierer. Wie gesagt, ihr nehmt eure Anzahl Maschen, die ihr angeschlagen habt, und teilt sie durch 4 und in diese Zahl, die dabei herauskommt, steckt ihr einen Maschenmarkierer. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Ecken markiert. In der ersten Ecke brauchen wir keinen Maschenmarkierer, weil wir schon die halbe Ecke gehäkelt haben. Ganz wichtig, zwischen den Maschenmarkierern und auch hier ist eine ungerade Anzahl an Maschen. Bei mir sind es 29 Maschen und in jeder 30. Masche ist ein Maschenmarkierer. Und jetzt machen wir bis zur nächsten Ecke immer 2 Stäbchen in jede zweite Masche. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche häkeln, keine Luftmaschen, nur eine Masche auslassen und in jede zweite Masche häkeln wir 2 Stäbchen. Und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen. Eine Masche bleibt übrig, das muss auch so sein, und wir entfernen den Maschenmarkierer. Wir lassen eine Masche aus, hier war der Maschenmarkierer drin und hier häkeln wir in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist eine Ecke und wir lassen wieder eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche 2 Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen, ganz wichtig, eine Masche bleibt hier übrig. Wir entfernen den Maschenmarkierer, eine Masche auslassen, hier war der Maschenmarkierer drin. Hier häkeln wir wieder eine Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Pro Kante ergeben sich genau gleich viele Gruppen und die nächste Ecke macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Am Ende der Runde muss eine feste Masche übrig bleiben und hier fehlt uns noch die zweite Hälfte der Ecke. Die häkeln wir in diese Masche, wo schon eine halbe Ecke drin ist. Und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Auf diese Weise erhalten wir hier eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Das heißt, dieses halbe Stäbchen ersetzt die 2 Luftmaschen. Und jetzt ist das Ganze ganz einfach. Wir häkeln zuerst unser Ersatzstäbchen. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und sofort ein zweites Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir in jede Lücke 2 Stäbchen. Wir überspringen also immer 2 Stäbchen und häkeln in die Lücken wieder 2 Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Ecke angekommen und in die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann häkeln wir in der nächsten Lücke weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Ecken mit Maschenmarkierern versehen, damit ihr sie nicht überseht. Das ist ganz wichtig. Und pro Kante entsteht pro Runde eine Gruppe mehr. Und alle anderen Ecken macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Sehr wichtig, am Ende die zweite Hälfte der Ecke nicht vergessen. Hier ist die erste Hälfte. Wir häkeln noch 2 Stäbchen in diese Lücke, wo schon diese 2 Stäbchen vom Anfang drin sind. Und wir häkeln ein halbes Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens und schließen zur Runde. Ich zeige euch noch einmal den Anfang der Runde. Ich beginne mit einer Luftmasche. Ich häkle eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und hier in diesem Kopf wird später geschlossen. Und wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die Lücke und dann einfach in jede Lücke 2 Stäbchen. Pro Runde kommt ein Zweiergrüppchen pro Kante dazu. Ganz wichtig, die Ecken nicht übersehen und ansonsten ist es immer dieselbe Runde. Das Ganze sieht so aus. Im Moment liegt das noch flach auf dem Tisch, das muss aber später nicht mehr so sein, denn getragen wird das Ganze ja so. Und wie lange ihr diese Runde wiederholen müsst, das seht ihr in der nächsten Einstellung und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Mein Poncho hat für die Größe 40-42 die gewünschte Größe erreicht. Ich habe in der Raglanschräge gemessen ca. 45 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Als Richtwert kann euch dienen, ich habe hier ungefähr 67 cm Breite. Bei den kleineren Größen ist das etwas weniger und bei den größeren Größen etwas mehr. Wie gesagt, wir messen hier in der Raglanschräge und ich habe den Poncho so zusammengelegt, wie er später getragen wird, aber mit der Außenseite nach innen. Also das hier innen ist die schöne Seite, das erkennt ihr an den Stäbchen. Auf der Innenseite sind die Stäbchen rauer als auf der Außenseite. Und jetzt schließen wir hier die Seitennähte und zwar lassen wir ein Stück für den Arm offen. Auch da schreibe ich euch die Maße oben in die Ecke. Für die Größe 40-42 lasse ich ungefähr 15 cm offen und ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann eine feste Masche durch beide Ecken durch und dann schließe ich Masche für Masche die Naht bis zum Maschenmarkierer. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim Armloch sozusagen angekommen. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und das machen wir auf der anderen Seite auch so. Und hier steche ich durch die Ecken durch, hole den Faden durch, ich mache einen Knoten, ich steche noch einmal durch beide Ecken durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und eine feste Masche in die Lücken. Und dann schließe ich auch hier Masche für Masche die Naht, den Faden häkle ich mit ein und ich achte darauf, dass ich genau gleich viele Gruppen schließe bzw. offen lasse wie auf der anderen Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Nähte geschlossen und die Nähte auseinandergezogen, damit sie schön flach sind. Und jetzt befinden wir uns wieder auf der schönen Seite und jetzt häkle ich zunächst den Halsausschnitt und ich beginne irgendwo bei der Schulter. Ich steche in eine Masche ein. Hier seht ihr schöne Einstichstellen. Ich hole den Faden durch, verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche. Ich häkle über den Faden drüber und auch hier über diesen Anfangsfaden drüber. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und ich mache noch 2 Reihen feste Maschen. Falls ihr den Ausschnitt enger haben wollt, zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Wir starten immer mit einer Luftmasche und einer festen Masche in den ersten Maschenkopf. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel 6 feste Maschen häkeln. Und dann 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Das geht so, wir stechen in den ersten Maschenkopf ein, holen den Faden durch, wir stechen in den zweiten Maschenkopf ein und holen den Faden durch. Wir haben 3 Fäden auf der Nadel, die maschen wir zusammen ab. Auf diese Weise haben wir eine Masche abgenommen. Und das könnt ihr immer so weitermachen. Aber nur, wenn ihr den Ausschnitt enger haben wollt oder braucht. Ich mache einfach 3 Reihen feste Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Reihen feste Maschen gehäkelt und wie ihr seht, auch ohne Abnahmen wird der Ausschnitt deutlich eingehalten. Und jetzt als nächstes häkle ich bei beiden Seiten die Ärmelbündchen dran. Wir befinden uns auf der schönen Seite und wir beginnen unter dem Arm. Bei der Ärmelnaht direkt nach der Naht steche ich ein, hole den Faden durch, verknote den Faden, ich hole den Faden noch einmal durch dieselbe Masche durch und häkle 3 Luftmaschen. Und dann häkle ich auf jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Und wir achten darauf, dass wir insgesamt auf eine gerade Anzahl Stäbchen kommen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und ich schließe mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche zur Runde. Und ab jetzt häkle ich nur noch 2 Luftmaschen am Anfang und jetzt häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Runde so. Dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die 2. Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Ich zeige euch noch einmal den Anfang. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen und wir häkeln abwechselnd immer ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und wichtig, die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann in die 2. Luftmasche schließen. Und ich mache ungefähr 6 cm Bündchen dran, dann macht ihr den 2. Ärmel genau gleich und zuletzt häkelt ihr dasselbe Bündchen unten an den Poncho dran und hier einfach bei einer Seitennaht beginnen, eine gerade Anzahl Stäbchen aufnehmen und dasselbe Bündchen dran häkeln
und das könnt ihr beliebig lang machen, so wie es euch gefällt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unser wunderschöner Poncho fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.